Hallo, willkommen bei unserem Aufklärungsvideo zum Thema Magenspiegelung. Mein Name ist Wolfgang Wistuber und ich werde Sie in den nächsten paar Minuten in das Thema einführen und hoffentlich schon ein paar Fragen beantworten können. Ihr Hausarzt oder Ihr niedergelassener Gastroenterologe hat Ihnen eine Magenspiegelung empfohlen. Magenspiegelung heißt für uns Ärzte, dass wir nicht nur den Magen angucken, sondern dass wir auch die Speiseröhre und den Zwölffingerdarm mit angucken. Nur damit Sie schon mal wissen, um welchen Bereich des Untersuchungsgebietes es geht. Wenn eine Magenspiegelung durchgeführt werden soll, gibt es meistens irgendeine Erkrankung oder irgendein Symptom, das Ihr Hausarzt abgeklärt haben will. Zum Beispiel, weil Sie ständig Sodbrennen haben, weil Sie Gewicht verlieren oder weil Sie zum Beispiel Oberbauchschmerzen haben, die nicht anders erklärt werden können. Auch Schluckstörungen können dazu führen, dass der Hausarzt eine Magenspiegelung empfiehlt. Magenspiegelung heißt, dass Sie sich anders als bei der Darmspiegelung nicht speziell darauf vorbereiten müssen. Magenspiegelung heißt für Sie lediglich, dass Sie ab 8 Stunden vor der Untersuchung nichts mehr essen sollten und ab 2 Stunden vor der Untersuchung nichts mehr trinken sollten. Nüchtern heißt in dem Fall für die Raucher unter Ihnen auch, dass Sie am Tag der Untersuchung auch bitte nicht mehr rauchen sollten. An dem Tag der Untersuchung, wenn Sie zu uns kommen, tragen Sie bitte bequeme Kleidung. Für die Magenspiegelung werden wir Sie in unseren Untersuchungsraum vorbereiten, indem wir Ihnen Elektroden aufkleben für die Monitorüberwachung und einen Sauerstoffschlauch sowie eine Blutdruckmanschette anbringen, damit Sie während der Untersuchung suffizient versorgt sind und alle Vitalparameter, das heißt Herzschlag und Blutdruck, auch die Sauerstoffsättigung im Blut, immer gemessen werden können. Sie bekommen auch von uns eine Infusionsnadel, denn in der Regel wird eine Magenspiegelung unter Sedierung, das heißt unter Dämmerschlaf durchgeführt. Alles weitere zum Thema Dämmerschlaf und Sedierung finden Sie auf einem extra Video genau erklärt. Sobald Sie auf der Untersuchungsliege liegen und vorbereitet sind, kommt der Untersucher auf Sie zu. Wir werden uns noch mal kurz unterhalten, um was es eigentlich geht, warum man diese Magenspiegelung durchführt. Und dann kann es schon losgehen. Das Besondere bei der Magenspiegelung ist, dass Sie einen Beißschutz brauchen, damit Sie uns während der Untersuchung nicht auf unser Gerät drauf beißen. Den bekommen Sie natürlich angelegt, bevor wir Ihnen die Sedierung verpassen, sonst machen Sie den Mund nicht mehr auf. Das ist für manche Menschen ein bisschen unangenehm, aber Sie werden sehen, dass es gut auszuhalten ist. Wenn Sie den Beißschutz im Mund haben, können Sie auch nicht mehr gut mit uns sprechen. Das heißt, Sie sollten alle Fragen, die Ihnen noch auf der Seele brennen, vorher loswerden. Nachdem der Beißschutz appliziert ist, legen wir mit der Sedierung los. Diese Sedierung geht sehr schnell und führt dazu, dass Sie sehr, sehr schnell einschlafen. Wenn Sie tief und fest schlafen, führen wir das Endoskop über den Mund und über den Kehlkopf in Ihre Speiseröhre ein, gehen dann weiter in den Magen und schließlich in den Zwölffingerdarm. Bei der Magenspiegelung ist genau wie bei der Darmspiegelung es in der Regel so, dass das Untersuchen bis zu dem Ort, wo wir hinwollen, sehr zügig vonstatten geht, dass wir im Rückzug der Untersuchung die Schleimhäute und die Wandbeschaffenheit genau beurteilen können. Das heißt, wir untersuchen zuerst den Zwölffingerdarm, gucken uns an, wie die Darmzotten und die Schleimhautbeschaffenheit ist, widmen wir uns dann dem Magen und untersuchen zuletzt die Speiseröhre. Falls es notwendig sein sollte, Proben zu nehmen, nehmen wir diese Proben mit einer kleinen Untersuchungszange ab. Diese Proben sind nicht größer als 5 mm. Sie merken auch davon während der Untersuchung und auch nach der Untersuchung nichts. Die Untersuchung selber dauert 5 bis 10 Minuten und gehört somit zu den sehr kurzen endoskopischen Untersuchungen. Nur in speziellen Fällen, wenn zum Beispiel Engstellen aufgedehnt werden sollen oder auch selten Polypen abgetragen werden müssen, dauert eine Magenspiegelung auch mal länger. Nach der Untersuchung kommen Sie noch in unseren Aufwachbereich. In diesem Aufwachbereich werden Sie noch genauso nachüberwacht, wie die Untersuchung aufgehört hat. Das heißt an einem Monitor mit Blutdruck, Puls und Sättigungsüberwachung, so lange, bis Sie wieder völlig wach sind. Wenn Sie dann völlig wach sind und aufnahmefähig, wird der Untersucher mit Ihnen die Untersuchung noch besprechen und alle Fragen hinterher noch klären. Falls wir Gewebeproben abgenommen haben, werden wir diese Gewebeproben zum Pathologen schicken.
Der Befund des Pathologen erreicht uns dann circa nach 3 bis 4 Werktagen und diesen Befund werden wir dann kommentiert zu Ihrem Hausarzt schicken, mit dem Sie den Befund besprechen können. Was kann bei einer Magenspiegelung passieren? Gott sei Dank heutzutage sehr, sehr wenig. Es kann zum einen dazu kommen, dass wir eine Blutung hervorrufen, sei es, weil unser Gerät die Schleimhaut aus Versehen verletzt hat oder weil wir eine Probe entnommen haben, wo es etwas nachblutet. Wenn das während der Untersuchung passiert, ist das in den allermeisten Fällen kein Problem, da wir sofort Maßnahmen ergreifen können, um diese Blutung zu stillen. Das bedeutet für Sie zum Beispiel eine Metallklammer, die auf der Stelle appliziert wird, oder wir können Medikamente an die Stelle hinbringen, sodass die Blutung gestoppt wird. Oder wir können aber auch mit Strom jede Art von Blutung in der Regel gut veröden. Als zweite Komplikation wäre die Durchstoßung oder Perforation zu nennen, die in diesem System in der Speiseröhre, dem Magen oder dem Zwölffingerdarm auftreten kann. Sollte das passieren und wir sehen das während der Untersuchung, können wir sofort darauf reagieren und ebenfalls mit Metallklammern diese Perforationsstellen verschließen. In sehr, sehr seltenen Fällen kann sogar eine Operation notwendig werden. Das ist aber heutzutage Gott sei Dank sehr, sehr selten geworden. Dafür müssten wir sie in eine andere Klinik verlegen, in der Regel ins Klinikum Kaufbeuren. Eine Besonderheit der Magenspiegelung und als Komplikation zu nennen, wäre noch die Möglichkeit einer Zahnverletzung, da wir ja über den Mund in die Speiseröhre müssen und wir vorher sicherstellen müssen, dass Sie einen sicheren und festen Zahnstatus haben. Das werden wir im Aufklärungsgespräch mit Ihnen besprechen, aber sei an dieser Stelle schon einmal erwähnt. Wenn Sie noch weitere Fragen zum Themenkomplex Magenspiegelung haben, können wir dies im persönlichen Aufklärungsgespräch klären. Hier werden wir auch nochmal eingehen, individuell auf die Themen Medikamente oder Unverträglichkeiten, aber auch Voruntersuchungen, die für uns oftmals sehr wichtig sind.